Moin aus dem Wunderland. Wie ihr hinter mir sehen könnt, sind die Arbeiten am Regenwald im vollen Gange. Dazu wird es in den nächsten Wochen auch noch jede Menge Content geben. Damit fangen wir auch heute an. Wie ihr sehen könnt, die einzelnen Elemente sind jetzt an ihrem Platz und jetzt geht es darum, das alles zu verbinden. Das heißt, die ganzen Schlitze zu schließen. Das sind insgesamt über 1 Kilometer Verbindungsschlitze, die wir jetzt irgendwie vergipsen müssen, spachteln müssen, anmalen müssen. Ja, es fehlen noch Bäume und sowas. Und das ist eine ganze Menge Arbeit und das schauen wir uns heute an. I'm here on top of the rainforest section, and as you can see, most of it is already in place. You have to consider that this is built out of more than 60 individual pieces put together, and we are almost done with the reassemble. There's only one piece missing, which is the Machu Picchu module. And as we put this in place, this will be the last gap between modules that we need to fill. Okay, tell me, what do you want me to do? Okay, first we put this one because Machu Picchu goes on top of this one. Yeah. So yeah, can you guys go first? And look to the side. Just start tilting this direction. I don't have any Wait, space I will, yeah. No, I have it. Oh, fingers? Ja. Nein, noch mehr zur. Ja, ja. Okay, wait. Schuhhals kannst du noch halten. Ich muss meinen Arm wegnehmen. So. Hast du? Ja. Du musst meine Hand draufnehmen. Ja, mach. Ich hab. Warte. Pull, Brian! Achtung, Schuh, jetzt kommt's runter. Deine Haare. Ja. Ja. Boah, ich muss das jetzt gerade mal wirken lassen. And you love to spray my work, don't you? Yes. Well done. Gut gemacht. Gut gemacht, Gut gemacht. Super. Ja, das ist halt schon so ein faszinierender Ort. Ne? Also wenn man dort ist, dort oben ankommt und dann so durch diese Ruinen langläuft, dann, und gerade wenn man dann so am Ende ist oder hier oben mal hochgeht, da kann man, glaube ich, hingehen. Es gibt so verschiedene Touren dort. Dann fühlt man sich ganz klein einfach, ne? Weil es kommt links und rechts gucken einfach nur riesige Berge hoch, die alle grün sind irgendwie. Und man kann ganz weit in Täler reingucken, wo überall Flüsse unten sind. Unten fährt auch eine Eisenbahn lang. Also es ist einfach einfach einzigartig. In difference as what happens when a model is created and built here in-house, we need to take care of many gaps that exist between different modules. And sometimes these are vertical lines, sometimes these are horizontal cuts in the mountain. So every single joint needs to be taken care. We need to make sure that we have a strong connection between the modules so cracks don't show up later in the future. First, we need to strongly connect the pieces with screws or bolts. And then what we do is when we have larger gaps, we mesh on top of that, or just it's enough when we cover the gap with some plaster, then we paint, and of course, the last step is to add greening to these pieces to make one continuous model from top to bottom. Hola. Hey, hola. Vamos a Bueno. pintar este lugar. Sí, acá Ok. estoy preparando unos colores, así que no sé si quieres probar con esto, que es un claro como para darle un poco más de tono. Mira, podemos pintar aquí también un Sí, poco. sí, como para para mezclar. mezclar y como compactar, ¿no? Sí. El color. Sí. Genau, also Priscilla hat schon die
Stöße von den einzelnen Elementen, die wir jetzt zusammengefügt haben, mit Gips verspachtelt. Und jetzt sind wir gerade dabei, das wieder alles zusammenzufügen. Also wir müssen jetzt natürlich den Gips einfärben. Und ist gar nicht so einfach, denn in Argentinien wird oft Latexfarbe benutzt. Wir benutzen hier aber normale Acrylfarbe, die trocknet anders. Und deswegen tasten wir uns jetzt so dran mit so sehr lasierenden Farben und gucken erstmal, dann müssen wir ein bisschen warten, bis das trocken ist. Und dann geht man vielleicht mit nochmal einer Schicht drüber, bis man dann später, wenn man da unten steht, dann auch wirklich nicht mehr sieht, dass ja, an der Stelle hier mal irgendwie ein Stoß war. Und was wir auch natürlich beachten, hier zum Beispiel an der Stelle, können wir gar nicht so viel Grün ranmachen. Ne? Sonst könnte man mit dem Grün natürlich auch noch diesen Stoß irgendwie ein bisschen kaschieren. Aber hier müssen wir jetzt schon doll darauf achten, denn wir werden hier nur so kleines Buschwerk drauf haben und können nicht einmal alles mit Wald überdecken. Ich finde das extrem wichtig, immer sich wieder auch in die Betrachterposition zu bringen. Also was nimmt der Gast wahr? Und da geht es auch ganz viel um Komposition. Ne? Also sozusagen, wenn ich jetzt den Blick aufs Wesentliche reduziere, dann sehe ich vielleicht einfach nur eine Felswand mit Grün dran. Und da möchte ich das noch ein bisschen interessanter gestalten. Deswegen entscheide ich mich dann für solche ja, Sachen, dass wir sagen, wir haben hier noch mal eine große Schlucht drin oder einen größeren Felsteil, der unbegrünt ist oder sowas. Das macht das Ganze einfach viel lebendiger. Der größte Bestandteil hier bei uns im Regenwald sind ja nun mal einfach die Bäume und das ist ja auch das wichtigste Element hier. Und das Ganze war eine Riesenarbeit. Also es wurden zwischen 20.000 und 24.000 Bäumen händisch, das muss man sich mal vorstellen, händisch, Draht verdreht, ne, eine Struktur auf den Stamm aufgebracht, angemalt, das Grün muss drauf gemacht werden. Jeder Baum ist individuell, manche haben abgestorbene Äste daran oder sowas. Es gibt verschiedene Höhen und ja, wir müssen natürlich die ganze Vegetation darstellen, also von Unterwuchs bis kleinere Bäume und Büsche und dazu dann noch genauso große, alte Urwaldriesen, die irgendwie über das Kronendach hinausschauen oder sowas. Und gerade natürlich an den ganzen Stößen von den einzelnen Puzzlestücken müssen wir schauen, dass wir jetzt da die ganzen Lücken füllen. Da müssen Bäume noch nachgesetzt werden. Und man schaut natürlich auch noch mal so ein bisschen kompositorisch. Vielleicht ist irgendwo eine Fläche, wo es sehr flacher Wald ist. Dann ist das natürlich noch mal ein Highlight, wenn da ein größerer Baum rausguckt. Wie ihr seht, es ist noch einiges zu tun, aber ich bin guter Dinge, dass nachher am Ende alles aus einem Guss ist, wir die ganzen Schlitze verschlossen kriegen und es geht mit großen Schritten voran. Zum Beispiel haben wir eben den Iguazu das erste Mal getestet und was dabei passiert ist. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber das sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oben da. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr trotzdem so lange zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.